kennenzulernen. Weißt du was, hast du mal wirklich, es ist ein bisschen so furchterregend. Einmal, ja, Bruder Weimar, ich kenne dich, seitdem ich ein kleines Mädchen bin. Ich bin Richard Weimar. Ja, Bruder Weimar, ich habe dich vor 30 Jahren kennengelernt. Ich gelandet bin. Dreißig Jahre lang. Hier ist es so gebildet. Nicht nach der Bildzeitung, oder das war ganz schön für ihn. Ja. Und weil Jim Green sagte, musst du hier mit ihm in einer Cab beten? Und er gesagt, nee, sagt, das Leben wird sich ändern. Und so, aber es war richtig gut, mit Brother B.J. Stagner. Und so der Herr will und seine Familie kommen. So, das ist auch so die Sache. Gott ist gnädig. Und das sollst du ehrlich gesagt danach Ausschau machen. Der älteste Sohn geht zum Militär und die Mama hat Sorgen. Ja, die andere Mama, die das gerade hier alles durchlebt, wie die Kinder das Haus verlassen, spricht mit ihr. Bekommt man Trost vom Herrn, damit man anderen trösten kann. Deswegen, damit man für jemand anderes ein Segen sein kann. Es ist schön, die wollen kommen. Eigentlich Bruder Erwin möchte kommen, Sil Kolditz, und der Schwager von Bruder Soli. So, das ist auch hier sehr schön. So, wir hatten wirklich einen guten Meeting. Es war sehr schön. Und wir haben ein paar auch neue Leute kennengelernt. Ne? Ein Mädchen kam und saß mit uns was jeden Tag und, ja, Mädchen, sie ist was 29, oder? Ja, 28, ja. Weißt du, bist ein Fräulein, du bist ein Mädchen, oder? Auch wenn du 74 bist. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber in der Schweiz waren wir in 1980. Eigentlich 81 war das. Ne? Haben wir der Präsident von Präsident Ronald Reagan miterlebt und dann bin ich in der Schweiz gefahren. Und ich kann mich immer noch erinnern, wo er sagt, die sagten, unsere Entführten sind frei. Und er hat gesagt, Gott sei Dank. Oh, Präsident, dank Gott. Wir haben eine neue Ära. Ich weiß, in der $3 der war nicht so gut, aber wenn er hier nicht gut war bei den Kommunisten, weißt du, was es hieß? Das ist ein guter Mensch. Ja? Und bin dorthin in der Schweiz gefahren. Ich habe mal, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß eigentlich, ich habe ein Bild von ich und ihr zusammen. Sie waren Putzfrau und so Haushaltsfrau dort in Beatenberg in der Bibelschule. Und ich habe gesagt, ja, Frau Papa. Und sie hat gesagt, nein, Fräulein. Oh, sind Sie nicht verheiratet? Nein, nie. So, oh, okay. Fräulein. So, ich dachte, jetzt benutzen die das Wort nicht mehr. Das ist so wir. Aber das benutzen, ja? Und so, eigentlich der Herr ist gut. Und hat der Herr euch was gegeben die Woche? Möchtet ihr was sagen?
der wurde Kaya, der Älteste von den Cashmers, wenn er aufsteht vor Leuten, dann stottert er, weint er, findet die Worte überhaupt nicht. Aber zwei Sachen. Er hat das eine gesagt, Gottes Ruf ist ein einfacher Ruf. Und man hätte das nicht biblischer sagen können. Und dann das eine, was in 1. Korinther steht, sondern was Törichtes vor der Welt, dass er Gott erwählte. Seine Predigt hatte vielleicht 2, 3 zusammenhängende Sätze. Und sonst hat er geweint und gestottert und eigentlich nichts rausgebracht. Aber es hat die Frau gepackt, wie keine andere Predigt hat die Frau gepackt. Und Gott hat mein Leben erneuert. Das wollte sie wissen, da war sie beeindruckt. Und das hat mich so ein bisschen das Einfache, das Theoretische von der Welt. Genau, das ist die Einfalt in Christus. In Christus. Ich stand dort und dachte, vor 34 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich einen Straßeneinsatz machen würde in Schottland. Und es war einfach ein großer Segen, das verkündigtes Wort dort zu hören und die Mitarbeit und die Dankbarkeit. Also ich bin einfach dankbar, dass der Herr mir nützen wird. Bundesstaaten verlassen. Gewusst, dass eigentlich hier ein Niagara-Feld nur 6 Stunden entfernt war. Das war kein Problem, hier dorthin hochzufahren. Und für uns, das war eine Ewigkeit. Ja, man fuhr nicht. Und da sind wir was? 34. Hochzeitstag in Dundee, Schottland. Ja, der Herr ist wirklich, wirklich gut. Ja, eine Parkbank zerrammelt und Kaffee im Herrn ausgegossen. Das ist eine riesige Sünde. Naja. Na, das ist. No. Ja, das war richtig ein schöner Einsatz. Hat Brother Paul auch gepredigt? Das schien es, ob er drauf war. Vielleicht das war jemand anderes. Ich weiß nicht, wessen Gesicht so wie das Bild war, ein bisschen verschwommen. Er hat nicht gepredigt. Okay. Ja, aber ich habe gesehen, er hat mehrmals so Einzelgespräche geführt. Na, und ehrlich gesagt, der eine sagte, ja, das war ein richtiger Widerstand dagegen, wegen den Verrückten, aber der ist immer da. Der Verrückte. Ja. Vor 2 Jahren da. Oh, vor 2 Jahren, jedes Mal, wo ich da war beim Straßeneinsatz, der gehört zum Inventar von dann die. Na, aber so was anderes. Ich danke den Herrn für Reisegnade. Das ist nicht immer normal, dass man bis dahin ankommt, sind 1800 Kilometer. Das Auto hat es ist Johann, das normal hingeschafft und dass es auch wieder zurückgeschafft sind. Ja. Und einfach für wunderbare Predigt und vor allem zu hören wie alle anderen. Ich bin einer, der vieles versucht einfach zu halten und einfach das hören, dass alle wissen, wie einfach es ist, den Herrn zu dienen und ihm nachzufolgen. Und dass es keine Raketenwissenschaft ist und das auch von anderen Predigern zu hören. Und auch von denen, wo man denkt, die könnten viel härter und viel tiefer gehen, aber die versuchen es so einfach zu halten, damit alle es verstehen, weil es können ja 4-, 5-Jährige können es verstehen. Und deswegen müssen wir einfach dran bleiben, es einfach zu halten und nichts Kompliziertes drauf zu machen, außer dem Glauben. Wer hat das schwer gemacht? Wer glaubt es? Die Frau. Das Problem, Weibchen, mag Sachen kompliziert. So doof, die machen einfach mit. Das ist, was Adam gemacht hat. Er war da. Er war gleich daneben. Ja. Ja.
Anstatt was? Einer zurückhalten, wow, wieso redest du mit meiner Frau? Hast nicht mit meiner Frau zu reden. Ja, verpassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so ein Freundschaftsgespräch ist. Im Paradies? Ja? Ja? Soll jemand anderes? Ich bin dankbar, dass ich Freunde wieder sehen konnte. Mhm. Einer hat gepredigt, man soll in seinem Missionsfeld das Wort verkündigen. Und jeder hat sein eigenes Missionsfeld. Das ist eine Einfalt, wo du bist. Gott kann das immer erweitern, aber erst wo du bist. Ja. Ich finde das richtig gut. Ja, Natalie sagt, das sollen wir nicht sagen. Auf Arbeit. Das ist salzig. Sollen wir nicht sagen. Es schmeckt, ich nehme es nicht im Mund. Und ich weiß nicht, ob das gute Gedanken sind, die Art Gedanken zu haben. Ja, aber das ist gut, das macht Natalie, ja. Auf Arbeit. Okay, gut. Was anderes? Wir haben noch zwei, wo die Gelegenheit durch. Okay. Also die Gemeinschaft mit den Gläubigen hat mir sehr gut getan. War ein großer Segen. Und Bruder Jim, also viele Prediger haben Zeugnis und Beispiele erzählt von Geschichten sozusagen aus ihrem Glaubensleben. Und mich hat das bewegt von Bruder Jim, wie er so persönlich mit den Menschen, für die Menschen betet und wirklich mit allem, was er hat, versucht, die zu bewegen. Mich bewegt, dass ich auch mehr mit beten soll für die Menschen in Tschechien. Das ist es genau, weil der Herr starb für jeden persönlichen Einzelnen. Ich muss mal sagen, dass das war damals auch nicht immer so halbe. Ich kann mich noch erinnern, ich fragte den, ob er in die Gemeinde kommen will. Er sagt, ja, ich gehe in die Kirche. Ja, probiert er dich auch zu bekehren? Ja. Damals, als die am Boden war, ich weiß, wo er herkam. Und der Thomas hat sich entschuldigt, weil er war 2 Wochen im Urlaub. Das ist Brother Jim Green. Das ist Herzen. Und das sollst du mal für den beten. Diese Person, Thomas Jubel kam gleich wieder auf. Ja. Das war er hat es gut gemacht, weil ja, ich sprach mit der Frau und ich sagte, ja, wie heißt du? Ich wusste nicht, ob sie hieß Renee oder hat sie irgendeinen komischen Namen. Und dann habe ich mal mit Brother Jim, sie zu Brother Jim gebracht. Und ich habe gesagt, das ist Renee oder sowas, das Problem. Sie sagte, wie sie hieß, und er hat sie verstanden, dass sie hieß Wendy. Sie hat das nicht so gesagt. Sie hat das ganz anders gesagt. Ja, sagt, du verstehst Englisch. Das ist nicht Englisch, was sie dort reden. Das ist was ganz anderes.
Die Engländer vielleicht reden Englisch, aber die Schotten, Nein. ja, die reden was ganz anderes. Aber er hat sie verstanden. Und das ist, was du machen musst. Ja? Du bist hier. Das ist eine andere Sprache als in Frankfurt. Das ist ein Grund, so gefeuert zu werden, wenn man sächsisch redet in Heidelberg. Spaß und Wahnsinn, aber die wollten kein Sächsisch hören. Ja? Dann sagt der eine, kam aus Meißen, und einer hat gesagt, na, was für ein Geschwätz macht ihr dort drinnen? Wir quatschen bloß. Ja? Also muss man auch die Sprache, wo die Leute sind. Was say something? Okay. So ich übersetze und dann mal. I've been to the meeting a lot, many times before, Okay, sie ist mehrmals zu der Versammlung gewesen. and it's always been a blessing to be there. Es ist immer ein Segen, dort zu sein. But this time, Diesmal, my heart just really needed it. The fellowship and mein Herz brauchte die Gemeinschaft und alles. really the song services was such a blessing. Just hearing people praise God and Die Lieder, die waren hier im Gottesdienst, wo wir gesungen haben, es war richtig schön, wo die Leute alle haben einfach Gott gepriesen, gelobt. it just really, it touched my heart. And Das hat mich richtig bewegt, mein Herz. I don't think there was many messages preached, but it seemed like, you know, lifting up. I mean, it's supposed to, the theme of the meeting was all of God, none of us. Der Thema war alles von Gott, nicht von uns. And just, I felt like God was really speaking to me about praising Him, not just with my mouth, but in my heart. Und dass ich sollte ihm loben und preisen. Und Gott, Herr hat mich angesprochen, nicht nur mit meinem Mund, sondern mit meinem Herz. And that's what I really want to do more of. Just, I want to focus on Him, and because He's worthy of it. And Ich will auf den Herrn fokussieren, weil er ist würdig und mein Herz sieht. Das ist richtig mit meinem Herzen. Sehr schön. So, 1. Korinther Kapitel 7 lesen wir ab Vers 17 zusammen. Und erheben wir in Ehrfurcht im Wort des lebendigen Gottes. Doch wie Gott einen jeglichen zugetan hat, wie der Herr einen jeglichen berufen hat, so wandle er. So verordne ich in allen Gemeinden. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Ein jeglicher bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so mache davon umso lieber Gebrauch. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen auch wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer gekauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Ein jeglicher Bruder, worin er berufen ist, darin bleibe er vor Gott. Beten wir zusammen. Vater, wir kommen zu dir in Jesu Namen, dankbar, o Vater im Himmel, dass wir auch wie im Alten Testament, o Herr, zu verschiedene Anlässe, o Vater, hier einfach man zurückzieht und o himmlischer Vater trifft mit anderen, und o Herr, die Gemeinschaft der Gläubigen, o Vater, die Gemeinden, die Gottesdienst stärkt und hilft und erfrischt, und o Vater, dass wir dort dich suchen können, und wenn wir dich irgendwo hingehen und suchen, o Herr, wir werden dich finden.
Und oh Vater im Himmel, Vater, du hast gesagt, dass das allererste Fest, das wir feiern müssen, ist ein Sabbat. Und oh himmlischer Vater, dass wir sollen uns freuen an deinem Tag, dich suchen. Und oh Vater im Himmel, bewirke das bei jedem hier heute Abend, dass sie das tut. Und oh Vater, wird mal schauen, dass wir gehen in die Gemeinde und ist zu Hause, in dem Hause Gottes. Nicht nur das, sondern oh Vater im Himmel, wir bringen ihn mit. So jetzt, Vater, wirke und rede für deine Ehre, wie wir dich brauchen. In Jesu Namen. Amen. Ja, so, ich kann noch ruhig sitzen. Nun, wie wir angefangen haben, in 1. Korinther Kapitel 7, die Korinther lebten im tiefen Heidentum. Dort leben wir auch. Wir leben auch im tiefen Heidentum. Man wird es auch so sagen und auch stolz darauf, dass man hier ein Heide ist. Ja, wenn du das noch nicht gehört hast, denn du hast nicht mit jemandem über den Herrn gesprochen, der ganz fremd ist. Ja, das sagen, weißt du, die hier in Sachsen sehr, sehr oft. Und der Unterschied aber zwischen dem Heidentum in Deutschland und dem Heidentum in Korinth, Deutschland ist auf christliche Ethik erbaut worden. Die waren in Römer Kapitel 1 die Leute, die was? Die Nachkommen von allen Heiden, die weg von Gott gingen. Ja? So, die hatten diese Ehrfrage. Was die Frage war, wissen wir nicht. Aber durch die Antwort können wir das mal wissen ungefähr. So, wir schauten, was gut war. Weißt du, ledigen bleiben wie du bist, Jungfrauen verheiraten auch so. Das mag gut, gibst du eine Ehe, das ist auch gut. Ist das irgendwie diesen Blödsinn, na? Also ich habe das immer, der eine Mann ist im Himmel, weißt du, die Mexikaner, die haben immer mal so gemacht, weißt du. Und die waren macho und die waren cool und so, haben die ihren Ärmel gemacht. Und wo Danny Carlos sagte, bei Joe Palacios, Gott hat mich überzeugt, dass ich das nicht mehr mache, jetzt überzeuge ich dir. Und natürlich, was kam? Es war Fleisch gegen Fleisch und ein Streit. Ja? Ich bin mal so, du sollst auch so sein. Ja? Du sollst es mal sein, wie du bist. Wie du sein, ist gut verheiratet. Kannst du heiraten. Verheiratet bist, kannst du nicht scheiden lassen. Wenn ein Ungläubiger sich scheiden lässt, dann Gott hat uns in was berufen? Frieden. Das ist was gut ist. Berühre keine Frau, haben wir angeschaut. Das ist gut. Fängt das mit der Berührung an. Ehepflicht haben wir angeschaut. Und wirklich ganz einfach, ne? Weißt du? Wer versteht das nicht? Heiraten ist besser als leiden. Das werde ich nicht so sagen. Ich bin mal ein bisschen mehr wie Paulus. Ja? Ich bin wie ihn. Das, was er sagte. Ja, was Paul Schönwort sagte, ja, da kannst du mal wohl irgendwo hinstellen. Aber ich möchte mal nicht von ihm hören. So, haben die Ehe geboten angeschaut. Es ist eindeutig ist. Und wer dagegen ist gegen Gott. Einfach, aber ich denke, egal. Weißt du, wo du hingehst, du sollst mal hingehen, so was weißt du? Generation. Anstatt ich weiß alles. Schau mal Vers 16 wieder. Das haben wir beendet letzte Woche. Denn was weißt du, Frau, du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du? Wirst.
is in Mrs. Size, dort in Shady Acres war, mit jedem Früh Frühstück gemacht, bevor ich geheiratet habe. Bevor ich auf Arbeit ging. Ja? Gelebt. Sie bekehrte sich. Er bekehrte sich nur ein paar Monate vor dem Tod. Ich weiß nicht, ob er je zurück aus dem Krankenhaus ging. Sie sagte mir, die Hoffnung immer war, sie hat mich immer gesagt, es muss ein anderer Ort sein für Menschen, die leben wie du und Menschen, die leben wie ich. Wo 1. Petrus 3,1 wird nicht geglaubt, ohne Wort die Männer zu. Ich muss was sagen. Ich habe Alicia nicht dort kennengelernt. Ich kenne Alicia seit 1996. Habe ich. Wir haben bei ihren Eltern gewohnt. Ihr Bruder kann sich entsinnen. Leah auch. Leah, remember too, right? Ja, du nicht. No, you didn't. No. Ja, und ich weiß nicht sehr viel von dem Besuch, ne? Und so, aber wo wir da waren, ich predigte wirklich gegen Ehebruch. Und was geschieht und warum Josef kein Ehebruch begangen hat. Und ich habe mal was gesagt, ich habe mal was sehr Schlechtes gesagt. Ich habe mal, ich denke, etliche Jahre nicht in Englisch gepredigt. In Schottland, ja. In Schottland das erste Mal, ne? Und ich habe was gesagt und ich habe irgendwie so, weißt du, wo wir geflucht haben und erwischt worden sind, ja, das ist wie das eine Wort in den Mund nehmen, ne, Natalie? Weißt du, was wäre mal so, wenn du das kosten würdest? Würdest du nicht irgendwie gurgeln? Würdest du nicht probieren, irgendwie den Mund sauber zu machen? So, wo schlechte Worte sind in dem Mund, was braucht man, um den Mund zu reinigen? Seife. Ich habe mehrmals Seife fressen müssen. Ich sage, ja, weißt du, es ist mehrmals klingt wie sehr viel. Nee, das hat oft geholfen. Nicht, dass ich nicht geflucht habe, sondern dass ich das nicht erwischt worden bin. Und weil Michi sagt, a couple times, und das ist vielleicht ein bisschen besser, endlich mal. Ja, ja, weißt du, das ist nicht schön. Das ist eine Erinnerung für Ewigkeit. Ja? Oh, das ist Kindermissbrauch. Nein, Fluchen ist Kindermissbrauch. Ja, Amen. Zuzulassen ist Kindermissbrauch. Amen. Ja, genau. Amen, Halleluja. Du hast ganz recht, Prediger. Wie immer. Und mit aller Demut. Ja, mit aller Demut. Und ich habe was gesagt und ich habe so mit Mrs. Cashner und Mrs. Storm gesprochen. Und die haben so ein bisschen gelegen und gesagt, was ist denn los? Du hast sowas gesagt. Sag, wie bitte? Ich guckte erstmal und fragte, habe ich das gesagt? Und sie hat gesagt, ich weiß nicht, du sagst viel. Sie konnte sich nicht erinnern. Und ich dachte, Brother Jim, habe ich das gesagt? Es tut mir sehr leid. Das hätte ich nicht sagen müssen. Ja, und ich predigte dann den Abend. Ich habe mich entschuldigt, aber wenn du weißt, was ich gesagt habe, es tut mir sehr leid. Wenn du nicht weißt, dann das ist auch gut. Aber die sind nicht auf mich gekommen hier, zwei Frauen. Hey du, Weib, hau ab. Das wäre auch nicht so gut. Aber so reagiert Fleisch und Fleisch. Ja?
Und Mrs. Sides reagierte geistlich mit ihrem Mann. Deswegen sie wusste, die sind anders. Mrs. Jones, ihr Mann er ist heute ein Prediger. Sie leiden an Demenz und führt sie durch den Staaten, wenn predigt. Über 80 Jahre alt. Sie hat ihn zum Herrn geführt. Er wurde nur Frühstück Sonntag früh. Gottesdienst gehen. Er wollte das nicht, weil er ist eine Altschule, weißt du, ja, 8 Uhr ist sehr spät aufzustehen. Er war nicht so töricht, dass er das irgendwie so 9:30 Uhr, wo sie in Sonntagsschule sein sollte, aber vorgab. Und sie hat es ihm und hat ihn zum Herrn geführt. Hey, wir haben das von Hudson Taylors Urgroßvater, das ist eine herrliche Geschichte. Er kehrte sich an den Hochzeitstag. Ja, sagt die ganze Leute, es wird nicht getanzt, es wird nicht getrunken. Gehen nach Hause und sie sagen, ich habe eine verrückte Methodist geheiratet. Ja? Es tut mir leid, es ist wahrscheinlich für einen Stolz, wenn jemand den Traktat ablehnt. Aber ihren Spaß für den Jünglinge war nicht bloß zu schreien gegen den Prediger, die haben die gehauen. Methodistische Prediger geschlagen. John Wesley geschlagen. Und sie kämpfte gegen alles und eines Tages nahm er an die Hand, nahm sie hoch, warf sie auf dem Bett und betete für sie. In der Inbrunst des Gebetes brachte sie in Glaubensnot. Und sie bekehrte sich und 1000 Missionare war auf dem Missionsfeld, als Hudson Taylor starb. Du! Ja, sollst dich bekehren von der Ich-Weiß-Generation. Ich weiß alles zu dem, was weißt du? Ich weiß nicht, was Gott macht und wie er das macht. Dorthin gehen und einfach ihm durch den Glauben folgen. Nun, Vers 17 bis 24, was wir gelesen haben, wir wissen nicht, wie weit wir kommen heute Abend. Weißt du, ich werde nicht sein wie der eine hier, der hat das so herrlich gemacht. Weißt du? Predige weiter, Pharao! In 12 Uhr 10. Predige weiter, Pharao! 12:20. Predige weiter, Pharao! 30. Und der Prediger von der Mann genervt. Predige weiter, Pharao! Mach weiter, Pharao! Und der fragt ihn, Michael, warum hast du das gesagt? Ja, Pharao, der wollte auch nicht, dass Gottes Volk geht. Da würde ich auch nicht zulassen, dass sie man lässt sie auch nicht los. So, also das mache ich mal nicht, das ist schon 6:10. Und da hatte mal der Thomas, ja, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ich mache das wieder. Ja, ihr braucht es nicht anzugucken. Ja, und ich sehe, wenn jemand das anguckt. Ja, hey, wenn du mit mir redest und weißt du, vielleicht Stiere spielen heute Abend, mach ich mal so. Das wäre beleidigend, oder? Ja. Das ist Ja? Ja? Und er muss den Zug nehmen. Ja? Und er guckt immer ein bisschen so, oh ja, der muss einen Zug. Ja? Nun, der Herr hat uns berufen. Ja? Und so sollen wir bleiben und zufrieden sein. Bleibe in deiner Berufung. Was du jetzt bist, gerade, sollst du zufrieden sein. Weil mit dem, was du willst, weißt du, was du nicht willst? Wirst verzeihen. Mit dem, was du willst. Du willst nicht?
nicht da, doch, ist sie nicht dran. Ging zurück, dann ging zurück. Und die Oma Elfriede war auf ihn. Sie nahm ihn bei den Hand, Süßen, gehen wir. Die gingen unten in dem Foyer von dem Gebäude, dem Vorraum. Er machte die Tür zu, er rannte hoch. Wohin, der kleine Engel? Oder? Irgendwo. Auch rennen? Ich wusste nicht, dass die Oma zum Wolf wird. Ah. Ja, genau, das ist umgekehrt, ja. Oh nein, sie hat jetzt was. Pfoten, die so schnell gehen. Bist du so flink auf den Pfoten, Oma? Hat ihn erwischt. Du böse kleine, ich sprach mit seinem Vater. Wow, kriegt eigentlich braucht man so ein paar. Naja, strebe aus dem Glauben, okay? Nie über 40. Oder? Was steht in dem Alten Testament? Ja, nie über 40 Schläge. Soll nicht verachtet wird. Nie darüber. Braucht mehrere, ja? Es war schon Enkelkinder zu haben. Aber wenn einer von unseren Kindern das zulässt, ich werde nicht zufrieden. Ich weiß nicht schon, wie dumm die Leute sind, ja? Ja, ich habe mein besser erzogen, aber man ist zum allem fähig. Plötzlich, das ist meine Engel. Herr Hörner! Ärgeres Kind ist zu sowas fähig. Und solcher Bedacht. Engellein. Ja, weißt du, plötzlich, des Engelslichts. Und der kam zu dem Vorraum, machte die Tür zu, kam es wieder raus wie sein Hörner. Ja. Es war schön, Enkelkinder zu haben. Weißt du, in den Robin, bringt er in den Robin. So, geht ran. Ja. Ja, möchtest du so ein Gummibär haben? Ich will ihm eins geben. Das haben wir gesagt, ja. Ja. Ja, komm, essen wir Toblerone zusammen. Weißt du? Aber ich werde nicht zufrieden sein, wenn das zugelassen wird. Ja? Ey. Vers 17 wieder. Doch wie Gott einem jeglichen zugetan hat, wie der Herr einem jeglichen berufen hat, so wandle er und so verordne ich in allen Gemeinden. Hey, denkst du wirklich, dass er weiß, wie er alles zugetan hat? Oder hat er das schlecht getan? Dass du bist, wie du bist, hat er das schlecht gemacht? Weiß er nichts Besseres? Gehen wir in 1. Petrus 4, 10 und 11. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 und 11. Und dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue als aus der Kraft, die Gott darreicht. Auf dass in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, welchem sei Herrlichkeit und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und weißt du, du musst mal dienen, wie Gott dir das gegeben hat. Und dort als ein guter Haushalter, was du tun kannst. Ich muss mal sagen, hey, wir hatten mal damals
in der Hans-Sarg-Straße war so lange her, warum eine Serie von Predigt? Warum machen wir, wie wir machen? Ein paar Leute, das war wirklich egal. Ja? Egal. Rufe laut! Warum macht man das nicht? Ich bin ein Amerikaner, das ist der Grund, warum ich das mache, sagen die Leute. Der eine Mann, weißt du, was der sagte? Du musst zählen. Du gehst in eine Kirche zu der Andacht. Wie lange es dauert, bis der Trump-Bashing fängt an. Denn das Schlimmste, ich weiß nicht mehr, ist das denn gefallen, diese letzte Rebellenfestung in Syrien? Oder ich weiß wirklich nicht, was geschehen ist. Ist das nicht wichtig? Ja? Weißt du, was du nicht weißt wie ich? Wer die Leute sind. Ja? Hey, wir haben die USA, Jimmy Carter, hat Iran von dem bösen Schah befreit. Hat die Welt geholfen, oder? Hat die Welt richtig geholfen. Das ganze Terrorismus stammt von denen. Von der Schwachheit der amerikanischen Präsident. Er weiß wirklich nicht, was geschieht und was Leute machen. Aber er sagte, hey, du gehst da und dann gibt es irgendetwas, das ist das Schlimmste, was sein kann. Er suchte Trost. Was findet er? Sagt ihr, wo Trost ist? In Gottes Wort. Nicht in Religion, nicht in unserer Meinung, in Gottes Wort. Weißt du, was steckt in dem Herzen von meinen Kindern, deinen Kindern, alle Kindern, meine Enkeln, deine Enkel, alle Torheit. Und was treibt der Torheit hinaus? Die Rute der Zucht. Ja? Warum machte er das? Ich sage dir, ich wusste alles, bevor ich Kinder bekommen habe, wie man die erzieht. Jetzt nicht so. Ich sage dir, hey, wäre nicht mit meinem Vater geschehen. Ich weiß nicht, mein Vater ist keine Psychologe, aber vielleicht doch. Ist keine Arzt, aber vielleicht doch. Hat keine richtige Degrees und so, aber vielleicht doch. Er wusste, es gibt eine kohärentes Nerve. Das irgendwie, wenn, weißt du, wie die Schuhe binden, das klappte nicht. Und womp! Auf dem Po und die Nerve ging zum Hirn und dann womp, womp und gelernt. War nicht so gute Fahrlehrer. Und mein eigenes Auto bin ich falsch gefahren. Oh! Ich habe eine gekriegt. Es ist besser, es ist alles gut. Ja? Sie so erzogen und bleiben, solange sie leben, trotz Kind. Kein vernünftiger Mensch. Auch die ganzen Versen geben. Weißt du, was man bekommt? Ich habe mal wirklich in Bergelsdorf naja, du warst nicht da, muss man in Bergelsdorf. Sonntag Holy gepredigt. Und Montag war ich dran in Sprüche 22. Das beste Wort, du kannst mal daraus nehmen, was du wolltest. Für die Bibelstunde. Habe ich Kindererziehung genommen. Weißt du, was der eine sagte? Quatschen dort hinten? Ja, Sonntag waren die Eltern dran. Montag die Kinder. Das ist nächste Woche die Enkel, die Opa und Omas, die Großeltern. Ja? Weißt du, was nicht berücksichtigt war bei ihm? Die Bibel. Was hilft und tröstet. Ja?
Und wo waren wir? Hier, dann predigt hier oben. Sollst man tun, wie Gott dir das gesagt hat. Muss man echt sagen, der Herr hat diese Familie Albertsons und Brother Jim und die werden vermisst sein, wenn die gehen. Und die gehen wieder zurück und ein bisschen Unterstützung holen. Und Mrs. Pat hat gesagt, ja, es ist schön, dass jemand anderes vieles in der Küche übernommen hat. Sie ist sehr alt und gebrechlich. Weißt du, mit der Kraft, die Gott dir geben kann. Ja? Oh, Steffen, hast du es auch gemacht? Ja, hast du hochgetragen. Mit der Kraft, die Gott dir gegeben hat. Wir haben die zwei Frauen, unsere zwei Frauen. Ihr müsst ihn nicht, ihr müsst euch nicht kaputt machen. Hey, wir kommen nach Arbeit, ich und Michael, und machen das. Ja? Hey, wir könnten mal 4:30 aufstehen, auf Arbeit mit dem Fahrrad fahren, arbeiten, hierher kommen und das hochtragen. Wenn nicht, ich werde mal meinen Männerpass abgeben. Dass ich ein Mann bin. Ja? Das werde ich abgeben. Und, ja, Steffen ist gekommen und hat gesagt, das kann ich mal machen. Und die haben die ordentlich gemacht. Michi hat 4 hochgetragen, hat er mir gesagt. Nein, aber arbeiten kannst du mal nicht. Das war in einer Probe, das war, weißt du, unterwegs. Und als ich kam, das war nur ein wenig da, und dann habe ich mal mitgetragen und ne, es klappte mit der Kraft, die dir Gott gibt. Was hat Gott dir zugeteilt? Benutze es. Und weißt du, was herrlich ist? Vers 17b. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist das nicht Fairness? Wo wir fair sein? Er hat gesagt, in allen Gemeinden, du sollst mal bleiben in einem Zustand, wie du bist. Nicht in einem Zustand, weißt du, unheilig. Sondern in der Berufung, wie du bist. Bleibe dabei. Vers 18 und 19. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts. Und unbeschnitten sein ist nichts, sondern das haltende Gebote Gottes. Weißt du, Juden und Nicht-Juden, die sollen bleiben, wie die sind. Eine ganz ehrliche, das ist wirklich irgendwie frommer bescheuert. Die sind fromm und bescheuert zusammen. Wir müssen sein wie die Juden. Hier, weißt du, den Sabbat und hier 2 verschiedene, hier was, Kühlschränke zu haben, solche Dummheiten. Hey, bist du kein Juden, denn was? Sei kein Jude. Ist das nicht schwarz auf weiß? Oh, was die noch denken. Ich glaube nicht, dass die viel Juden gewinnen. Das Beste war folgendes, da hieß auch Samuel. Da hat er 2 Vornamen. Ich weiß nicht, aber wie er hieß mit Nachnamen. Ja? Er war auch in Hammond Square, New Jersey eine Weile. Und seine Frau hat sich zum Judentum bekehrt, als die geheiratet haben. Und die haben gesagt, wir leben koscher. Und so, gut, das haben die so gemacht. Und da hat irgendwie eine verrückte Tante, die bekannt war, hat die immer so erzählt. Und einen Tag, der Samuel hat sich bekehrt, der Jude. Er kam zu glauben. Und er sagte, er ging zu seinem Vater in Florida. Und es war wirklich, weil er sang ein Lied, niemand kümmerte sich wie Jesus. Und der ging zu seinem Vater, der war in einem VA-Hospital in Florida. Und er hat ihn besucht, er war sehr krank. Und er sagte, Papa, an den letzten Tag, ich will dir mal was sagen. Ich sage, was denn? Ich habe Jesus Christus als mein Herrn und Heiland angenommen. Ich sage, was? Weißt du, was wegen diesem Namen unser Volkes angetan wurde? Später bekehrt.
Aber er kam nach Hause zu seiner Frau und sagte seiner Frau, ich habe mich bekehrt. Und seine Frau guckte ihn an und sagte, was? Ich habe mich zum Judentum bekehrt für dich und jetzt bist du ein Christ geworden? Das gibt's nicht. Ja. Und sie hat sich dann auch bekehrt. Und sollst mal bleiben, wie du bist. In deiner Berufung. Natürlich, die Gemeinde dort war gemischt. Schau mal, Vers 21, also Vers 20. Ein jeglicher bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Hey, weißt du, der Herr, Paulus wie der Herr, kennt Menschen. Man muss das mehrmals betonen und mehrmals sagen. Weil die werden mal, was, bin ich gemeint? Was bin ich? So sind Menschen. Schau mal in Sprüche 27,8. Wie ein Vogel, der aus seinem Nest weicht, also ist, wer von seiner Stelle weicht. Was hat man, ein Vogel in seinem Nest? Sicherheit, hat noch was anderes. Geborgenheit. Ne? Was geschieht, wenn du den Nest verlässt? Sicherheit ist nicht da und auch die Geborgenheit. Was geschieht, wenn du deine Stätte, wo du sein sollst, deine Berufung verlässt? Egal warum, du verlässt Sicherheit, du verlässt Geborgenheit. Das ist was geschieht. Vers 21 und 22 haben wir Knechten. Bist du als Knecht berufen? Das war schlimm, oder? Ein Knecht. Doch kannst du frei werden. So mache davon umso lieber Gebrauch. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Das gleiche auch, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Also George Washington, der hat Sklaven gehabt. Und er sollte sie befreien. Und er wollte sie befreien. In sein Testament, wenn seine Frau stirbt, sind die frei. Und er hat aber ein Problem gemacht. Was geschieht, wenn ein Sklave das weiß und tötet die Frau? Aber das größte Problem, ich denke, der hat so über 100 Sklaven und die Mehrzahl waren entweder minderjährig oder älter. Die haben nicht gearbeitet. Es wäre leicht, die zu befreien, dann musste die nicht mehr futtern. Aber wäre das menschlich? Die haben für dich die ganze Zeit gearbeitet und jetzt du lässt die los. Was können die machen? Weißt du, was geschieht? Weißt du, man ist ein Knecht. Sagen wir, es gibt Knechten heutzutage. Wirklich. Wir sagen, okay, jetzt bist du frei. Wo landen die? Unter der Brücke, oder? Wo haben die zu schlafen? Muss man ein bisschen denken, ja? Weißt du, Knechten, die sollen sich nicht sorgen, aber die können frei machen. Die können davon Gebrauch machen. Kann man ein gutes Zeugnis. Hey, was machte Paulus? Paulus war ein Knecht. Was war in Caesars Haus? Der war gebunden. Ja? Die Heiligen in Caesars Haus grüßen euch. Wie sind die Heiligen geworden? Hey, du möchtest nicht mit Paulus was hier gefangen. Da wärst du verrückt wie ihn. Hey, guck mal. Die sind dort drinnen in einem Gefängnis. Und am Abend, sie fängen an zu singen. Groß ist der Herr und hoch zu preisen. Die singen, oh Gnade Gottes. Aber das war erst in 1790 geschrieben. Wir haben mal denn was.
Der Herr ist mein und ich bin sein und Liebe ist sein Baum über mir. Ja, die haben gesungen. Ja? Und wahrscheinlich sang Paulus besser als ich, aber vielleicht so mehr Richtung Brother Moore, ne? Brother Moore hat so seine Stimme und Brother Phil jetzt seine Stimme ein bisschen durch Predigen kaputt gemacht und raspelte. Und dann Silas, die singen und die loben Gott und dann plötzlich kommt ein Erdbeben und die sind befreit, die Türen, die Fesseln, alles da. Und was machen die Gefangenen? Bleiben. Die bleiben. Das ist verrückt, oder? Die bleiben alle da. Die sind wie Wem geworden? Wie Paulus. Er blieb da. Die sind alle da. Hey, kannst du mal Gebrauch davon machen? Und dann was? Nächsten Tag, weißt du, der Kerkermeister bekehrt sich, wäscht seine Striemen und macht ihm so, ja, jetzt kannst du gehen. Sagt, nee, das können wir nicht. Das sind Römer. Dass sie das mit uns gemacht haben, geht nicht. Das müssen wir klären. Hä? Geh schnell, bevor die das wieder machen. Nee, es muss geklärt werden. Das war geklärt. Hey! Nun schau mal, Vers 22. Am Ende, wem bist du? Wem dienst du? Wer als Freier berufen, der ist ein Knecht Christi. Dienst du dem Herrn? Und die berufen was? Wo du was bist. Und der Freigelassene, was ist der? Er ist ein Knecht Christi. Schauen wir in Kapitel 12, Vers Nummer 11. Ich bin ein bisschen hier durcheinander. Ich habe zu viel Zettel. Gehen wir Vers 23, 24, verzeihen. Ihr seid teuer gekauft, werdet nicht der Menschenknecht, ein jeglicher Bruder, worin er berufen ist, darin bleibe er vor Gott. Es wird nochmals betont, die Menschen waren damals wie uns heute. Hey, höre nicht auf Menschen, sei ein Knecht des Menschen, sondern der Herr. Hey, wir sind was? Teuer erkauft. Hey, das zu bekommen, was du meinst, du brauchst, macht nicht glücklich. Und ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich ein lächerliches Bild, aber es ist doch wahr. Ich dachte, ich muss unbedingt einen Puch haben. Weißt du, das sind diese halb Fahrräder, halb Motorrad. Ich brauche das, um meine Zeitungen auszutragen. Ich muss das, ich brauche keinen Führerschein, das muss ich unbedingt haben. Ich habe das Geld gehabt, das zu kaufen. Mein Vater hat gesagt, nein. Das hat mich böse gemacht. Ich war nicht begeistert. Ich brauche das unbedingt. Brauchst du das nicht? Weißt du, habe ich jetzt Schaden davon? Brauchte ich das wirklich? Ehrlich gesagt, er wusste, dass ein Jahr später ich will ein Auto haben. Ich wollte mal fahren. Dass ich ein Jung war. Und dass ich Führerschein wollte. Das ist ganz normal. Wann wollen Jungs Führerschein ein Auto? An den Tag, wo es sein kann. Ja? Nicht einen Tag später. Ich habe es als beides gehabt. Boah. Ich habe alles bar bezahlt. Wenn ich diesen blöden Puch. Weißt du, das ist kindisch und das ist das. Was du meinst, was du brauchst, glücklich zu werden, ist kindisch. Gott gibt dir, sei zufrieden in dem, was Gott dir gibt. In der Berufung, wo du bist. Hey, sei kein Menschenknecht. Weißt du, die Leute, die werden dir sagen, du brauchst dies, du brauchst jenes. Hey, schau mal in Vers Nummer 20 in Kapitel 6. Denn ihr seid teuer erkauft.
ich lese diesen Versen, weil die sind so herrlich und du brauchst sie. Darum so preise Gott mit eurem Leibe, mit eurem Geiste, welche sind Gottes. Hey, wir sind teuer erkauft. Und wir sollen Gott preisen mit allem, was wir haben. Alles, was wir haben. Apostelgeschichte, ich glaube 26, aber das kann nicht wahr sein. Bin der Meinung, dass, ich weiß nicht, 26, ja. Das musste mal hier. Gibt es gar keine 26, oder? Ich habe dann schon mich vertippt. Weißt du, es muss 2026, oder? Ja. Nee, ist es auch nicht. Das ist über die Gemeinde. Ja, 2028, weiß ich wirklich nicht, wie ich das so geschrieben habe. So haben nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, an welche euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen. Hey, weißt du, hey, die Bischöfe sollen Acht haben auf die Gemeinde, oder? Und die sind dazu gesetzt. Das heißt, die sind dazu, worüber geht's? Bleib in deiner Berufung. So, die sind dazu berufen. So, ist das Beste, was dir geschehen kann, wenn ich sage mal, Daniel, pass mal auf, was du dort machst, ist nicht das Geld von Ei. Wer hört das gerne? Und ich soll mal Acht aber haben. Lieber hier, weißt du, wäre es nicht besser, dass ich angeln gehe? Wie Michi sagte? Die Fische, die haben es auch nicht so gerne, dass man sie fängt. Aber weißt du was? Ich habe einmal ein Pickerel gefangen. Weiß ich nicht, was das auf Deutsch ist. Egal. Das Beste war, das Schlimmste war, es hat meine hier Köder kaputt gemacht. Aber das Beste war, es war doch, dass es hat das Ding, es war kein Aal, aber so lang und aber so dünn, aber kein Aal. Es ist auch kein Hecht. Das ist so zwischen Aal und Hecht. Und das Ding hat und der Köder war die Hälfte in dem Fisch. Und das hat gekämpft, das war herrlich. Solche Fische habe ich gemocht, wo du richtig kämpfst. Ich habe Karpfen gefangen, das ist das so, du weißt nicht, ob du hier einen Baum hast oder einen Fisch. Das ist so schwer. Oder hier Lumpfisch, genauso. Ja? Und weißt du, kämpfen. Aber ich nehme an, der Kämpferei ist, dass der Fisch hat nicht gerne, dass er gehandelt wird. Aber das verstehst du nicht. Aber die Menschen verstehst du. Und so, der Bischof muss zufrieden sein mit seiner Berufung. Aber das ist nur, da musst du nicht bezahlen, okay? Das war kostenlos, das war ein Extra. Ja, das gehörte nicht zum Predigt. Da habe ich mir, hier, predige weiter, Prediger, zu mir gepredigt. Ja? Manchmal muss ich das predigen. Zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigenes Blut erworben hat. Er hat seine Gemeinde erworben durch sein Blut. Lass die Menschen dir nicht sagen, was sein soll. Lass Gott. Weil wir kommen darauf, wir wollen ein bisschen, okay? Weißt du, der Verheiratete, für was soll er sorgen und alles? Da kommen wir dazu, ja? Du sollst mal heiraten, ja? Du sollst auch bügeln können, denn, oder? Essen können, oder? Sorgen können, oder? Ein Kind ist nicht etwas, das man dann wieder abgeben kann, wenn man keine Lust hat mit dem Spielzeug. Ich sage, Jungs sind nicht gebrechlich, aber doch. Wenn man keine Liebe hat. Nicht lieben kann, nur Liebe erwartet. Muss man da in dem Berufung bleiben. Erkauft, und Gott weiß am besten, Kapitel 1, Vers 19 von 1. Petrus. Sondern mit dem teuren Blut Christi als einen unschuldigen und unbefleckten Lammes.
Wir sind erkauft mit dem Blut Christi. Offenbarung 5, Vers Nummer 9. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet, hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Völkerschaften. Also wir sind teuer erkauft, wie? Mit dem Blut des Sohnes Gottes. Mit dem Blut, wie Apostelgeschichte 20, 28, Gott selber. Gottes Blut war in dem Herrn Jesus, weil der Herr Jesus war Gott. Und er war auch Mensch. Und da sind wir teuer erkauft. So, hey, weißt du was? Er weiß am besten. Und er weiß, wozu er dich berufen hat. Also es steht mal da, so jemand ein Bischofsamt begehrt er was? Köstliches. Hey, der Stephanus, der was? Verteilte Bohnen. Der war in der Suppenküche Gottes. Er verteilte Almosen. Das nächste Kapitel predigt er. Und wer kam nicht weg von seiner Predigt? Saulus. Der später hieß Paulus. Und so, wer ist das, wenn man sagte, mein Sohn im Glauben von Stephanus? Paulus. Ich habe die Predigt nicht gepredigt, aber ich habe mal wirklich hier ein paar Notizen, wie man sterben kann beim Predigen. Ja? Wie kann es so kommen, dass du stirbst, wenn du predigst? Ja? Bei Stephanus. Das sind ein paar gute Sachen dort drin, was er gepredigt hat. Ja? Er wollte eine Einladung geben, er wollte die Leute zum Herrn rufen, aber die haben ihn zuerst gesteinigt. Das ging nicht so gut. Er hat ein Rock'n'Roll predigt. Ja? Er wurde gesteinigt. Weißt du, das Blut Gottes, das Blut des Herrn Jesus Christus hat uns teuer gekauft. Und so, hey, was die Welt nicht sagt, was Menschen nicht sagen, bleibe einfach. Du wirst mal glücklich werden, so. Nein. Nein. Nicht zufrieden bist, jetzt in deinem Beruf und dann wird's nicht. Hey, wenn Sünde in dem Leben ist, dann muss du sich davon trennen. Das ist was ganz anderes. Aber ich muss eine andere Stadt, ich muss eine andere Arbeit. Ja, bla 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 bla. Hey, wenn ich jetzt, dann nix. Weißt du, manche, du hast es mal, wo es scheint, dass nirgendwas geht. Und dann, weißt du, was geschieht? Du wirst froh sein, wenn etwas Kleines geschieht. Ich kann mich noch erinnern, wo Sven sagte, ja, die reden hier auf Arbeit, hier im Radio, wo der eine sagte, ja, der klagt, dass sein Auto in Polen gestohlen ist. Und ich muss mal an dir denken, Richard. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und er fängt an zu feiern. Und sagt, ja, du hast das Letzte vergessen, Sven, gelobt sei der Name des Herrn. Ja? Na, das ist furchtbar mit solchen Leuten manchmal. Samuel kennt ihn besser. Weißt du, wir kennen ihn mit kurzen Haaren, ne? Samuel kennt ihn hier kurz und hier lang. Ja. Und weißt du, es war richtig schön, wie der Herr wird. Und man wird mal froh sein, wenn Gott wird. So bleibe in deiner Berufung. Bleibe dabei. 271 in Siegesklänge. 271, wenn wir sagen.